Ja, hallo liebe Leute, hier ein neues Video. Da möchte ich zeigen, wie man ein Falzbrett konstruiert. Also ein Falzbrett ist, das ist hier eine Seite bei Amazon, da sieht man diese Bretter, die haben hier eine Beschriftung. Das wird meins nicht haben, die Beschriftung, aber die Maßskala durchaus. Und dann sind hier alles so ich sag mal, Stege drin, und da kann man dann mit einem solchen Kunststoffmesserchen Papier reinpressen und so dann eben sehr genau falzen und falten später. Okay, das können wir dann hier auch schon wieder zumachen, und dann geht es weiter in FreeCAD. So, erstmal eine neue Datei erstellen, und ich möchte mit diesem Falzbrett meinen Drucker ich sag mal, nahezu ausnutzen. So, ich habe gerade gesehen, ich habe schon eine Datei aufgehabt, also machen wir gerade mal alles zu, und jetzt haben wir eine neue Datei. So, zunächst fangen wir an mit der Grundlage des Brettes, das Brett komplett, und da erzeuge ich eine Zeichnung auf der XY-Ebene, und die bekommt eine gewisse Größe, und zwar, da machen wir ein Rechteck. Machen wir ruhig hier zentrisch um den Nullpunkt, und dann wird das hier einmal der selektiert, und dann wählt man entweder diese Funktion hier, Symmetrie festlegen, oder man drückt die Taste S, und dann ist das Ganze symmetrisch. Jetzt kriegt dieses Rechteck eine gewisse Größe, und zwar in der X-Größe, da soll das Brett groß werden, 250 mm. Und dann machen wir das noch hier in der Y, da wird es ein bisschen länger, und zwar, da sind das 320 mm. Kann durchaus sein, dass wir später da ein bisschen abschneiden, noch wenn die Maßskalen drauf sind, um den Drucker nicht allzu stark auszunutzen und noch eine Chance zu haben, dass ein Skirt darum geplottet werden kann. So, das ist die Grundlage. Und dann wird das Ganze, kriegt eine Dicke, das heißt, wir machen eine Aufpolsterung, und 1,5 mm ist das Brett jetzt dick, und so sieht das Ganze aus. Jetzt fange ich nicht erstmal an mit diesen Linien, sondern mit der Skalierung. Das heißt, wir haben erst einmal hier oben kommt eine zöllige Skala hin, hier unten eine Millimeter-Skala, hier dann wieder Zoll und da Millimeter. Okay, die Abstände der Linie, die ist zöllig, das sind ein Achtel Zoll bei den ganzen Brettern, das werden wir auch so beibehalten. Okay, also fangen wir an hier mit der Millimeter-Skala, die soll hier unten hin, und zwar muss man sich überlegen, wo starten wir mit der Skala. Also erstmal wird die Oberseite dieses Rechtecks selektiert und dann eine neue Zeichnung angelegt. Jetzt muss hier unten ein Skalenstrich angebracht werden, und zwar, das wird irgendwie so ein Rechteck, und er kriegt jetzt eine gewisse Dicke, und zwar, das wird ja im Abstand von 1 mm werden diese Striche gesetzt, also machen wir hier 0,5 mm, ist der Strich breit, dann kriegt er eine gewisse Höhe. Da machen wir mal 4 mm, gucken, ja, das sieht gut aus, und dann wird das hier platziert, und jetzt muss man sich überlegen, wir möchten ja die Mittellinie platzieren, also zeichnen wir hier eine Mittellinie rein. Die machen wir jetzt nachträglich blau, indem wir hier auf dieses Icon klicken mit selektierter Linie, und dann wird das hier der und dann die Linie, selektieren, Taste S, und dann ist der symmetrisch. So, jetzt kann man in der Position erstmal hier ein Maß setzen, und zwar von da nach da ein Maß, und zwar das sind
ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich habe das natürlich schon mal gemacht und das ist nicht ganz so trivial. Also das ist erstmal die Millimeterskala. Die ist 220 Millimeter, ist das breit. Das heißt, wir fangen bei 110 Millimeter an. Minus 110 Millimeter. Und dann muss man sich jetzt noch das Maß hier überlegen. Dieses Brett, das ist hoch, da muss ich gerade nochmal machen, das sind 285 Millimeter. Also nehmen wir da die Hälfte von 285 und aber noch ein bisschen mehr. Das heißt, weil das soll ja nicht direkt an dem Cutting-Brett anfangen, oder kann es das sogar? Im Prinzip kann es sogar, überlegen wir uns das mal, also das Maß hier zu dem hier und das möchte ich, doch, das ist schon richtig, das ist schon richtig. Und dann machen wir das Maß hier, ich habe es nicht selektiert, zu dieser Linie und das sind minus 285. Dann können wir hier auf die Funktion gehen, minus 285 durch 2, 142,5. So, da fängt jetzt der erste Strich an und der muss jetzt hier rüber multipliziert werden, aber erst müssen wir hier raus ein Pad machen. Ein Pad 0,4 mm soll das hoch sein. Das ist jetzt der Maßstrich da. Und dann wird der selektiert, einfach ein lineares Muster angelegt und dann setzen wir jetzt erstmal hier das korrekt ein, und zwar, das soll nicht 100 mm, sondern 285 mm werden. Da müsste jetzt hier hinten das auftauchen an sich. Ne, nicht 285, das ist die Breite, die Höhe. So, das waren aber nur 220 mm. So, bis dahin geht das dann. Und dann sind das halt 220 Unterteilungen, aber es ist einer mehr am Ende, also werden das 221 Stück. So, das geht jetzt noch relativ fix und da haben wir die Maßlinien alle. Jetzt möchte man natürlich auch noch Maßlinien haben für die Zentimeterstriche, die fangen hier vorne an. Okay, das heißt, wir machen jetzt hier eine neue Zeichnung rein. Hier drauf, neue Zeichnung. Und dann können wir hier einen neuen Strich dran zeichnen. So, den machen wir genauso mit dem Mittelstrich. Der wird auch blau. Auch symmetrisch. Und dann kriegt das wieder eine Breite. Da haben wir ja 0,5 mm genommen. So, jetzt müssen wir das Maß hier von dem aus, das sind dann minus 285 durch 2 und dann aber minus die Länge des Striches, das waren glaube ich 4 mm. Gucken wir uns das mal an. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt kommt noch das Maß hier für den ersten Strich. Das war hiervon ausgehend und das sind die minus 110 mm.
Und dann müssen wir dem noch eine Länge geben. Der muss nicht ganz so lang sein. Länge 1,6 mm und schließen das. So, jetzt muss der auch aufgepolstert werden. Und zwar natürlich nicht mit 10 mm, sondern 0,4 mm, wie der andere auch. So, dann haben wir hier jetzt den ersten Nullstrich und dann kommt jetzt wieder das lineare Muster. Da muss man ein bisschen überlegen, was nimmt man. Also lineares Muster. Das ist diese Funktion. Am Ende waren das 285 mm, also haben wir nur 280 mm. Ich gucke mal gerade da rein. Ah ne, 220, wir sind ja wieder in X. 220 mm ist es auch hier, 220. Das heißt, da wird eine 220 eingetragen. Und dann, wie viel Stück? Das sind dann nicht 22 Stück, sondern 23 Stück. Immer einer mehr. Und dann haben wir hier die Zentimeter Unterteilung. Können wir mal gerade gucken. 0 und dann 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. 1 Zentimeter. So, dann haben wir die Millimeter-Skala für die X-Richtung schon fertig. Dann machen wir jetzt die Millimeter-Unterteilung für die zölligen X-Werte. So, das wird auch hier auf diesem Brett. Und dann machen wir eine neue Zeichnung. Und da setzen wir jetzt hier oben an. Da machen wir auch wieder ein Rechteck. Und eine blaue Linie, die da mitten reinkommt. Und das wird symmetrisch. So. Die Breite, die machen wir genau, wie sie bisher war. Und zwar 0,5 mm. Die Höhe hier auch 4. So, weil wir hier oben sind, fangen wir mit dem hier an. Erstmal das Maß hier, das ist genau dasselbe. Das heißt, wir fangen genau da an, wo wir auch unten angefangen haben. Das heißt, minus 110 mm sind das. Da fangen wir an. Und jetzt kommt noch das Maß hier. Und zwar, das ist hiervon jetzt ausgehend natürlich positiv der Wert. Und das sind 285 durch 2. So, da ist es. Wir können jetzt das hier noch ein bisschen zurechtziehen. Ist aber nicht unbedingt notwendig. So, dann können wir diesen Strich hier gucken. Hatte ich da auch 4 genommen? Ich glaube schon. Ne? Kann man jetzt immer noch mal nachschauen. Erstes Patch, Sketch. Ne, nicht den Sketch, sondern Sketch Nummer 001. So, man merkt schon, wenn man so Pads, hier so lineare Patterns benutzt, dann braucht er schon mal ein bisschen Zeit fürs Wiederaufbauen. 4 mm waren das nur 5. Okay. Hat man immer zwischendurch ein bisschen Wartezeit. Das wird hinterher auch so lang werden, dass wir das wieder beschleunigen werden. Aber jetzt erstmal zu diesem Sketch hier. Der wird aufgepolstert. Und zwar auch mit 0,4 mm. So, jetzt kommt die zöllige Skala. Die zöllige Skala sieht so aus, dass die in Achtelzollschritten erfolgt.
Und da muss man jetzt ein bisschen rechnen. Und zwar, wir machen hiervon ein lineares Muster. So, welches Maß wird das jetzt? Die Länge? So, das werden... So, das sind 8,75 Zoll. Ist der letzte, ist das Ding also lang. Das heißt, da können wir jetzt bei der Länge hier eintippen. 8 mal 25,4 und 8,75. Das können wir direkt hier eintippen. 8,75 mal 25,4 mm. Und jetzt kommt noch die Unterteilung. Wie viel Unterteilung gibt das? So, das gibt 8 mal 8. Das Mal hat er leider nicht genommen. Gehen wir nochmal zurück. Da gehen wir mal hier auf die Multiplizieren. 8 mal 8 plus die 0,75. Das ist der siebte Wert, also plus 7. 71. Und da haben wir unsere zöllige Unterteilung. Ich bin am Überlegen, wird das nicht 72? Mal gucken. Also wir haben hier, das ist dann in Achtelschritten. Ja, das kommt schon hin. Das sind 7 plus 1 sind die 8. Alles klar. Das heißt, das ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da kommt der, ist das Zoll voll. Und die 0,75 Zoll, das ist hier 0,125, 0,25, 0,5, 0,75 und das ist die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, kommt hin. Plus 1 sind die 71. Okay, dann können wir hier OK drücken. Die zöllige Skala soweit da. Jetzt müssen wir noch die ganzen Zölle dort eintragen. Das heißt, wir machen hier wieder eine neue Zeichnung. So, da zeichnen wir hier wieder ein Rechteck ein. Machen wir aber erstmal die Mittellinie schon mal rein, weil wir gerade noch auf Blau stehen. Und weg damit. Mit Blau, dann wird es ein Rechteck. So, das kriegt eine Breite von 0,5 mm. Und das wird hier symmetrisch. Dann haben wir wieder das Maß hier. Das sind die minus 110 mm. Das Maß hier. Das sind jetzt im Positiven die 285 durch 2 plus 4. Gucken, ob das hinkommt. Können wir mal gerade hier schauen. Nee, das kommt nicht hin. Der hat, glaube ich, falsch gerechnet. Können wir noch mal reingehen. So, das sind 285 durch 2 plus 4. Jo, jetzt stimmt's und dann kriegt das eine gewisse Höhe von 2 mm. Und dann haben wir da die Zeichnung für
den Zollstrich und dann machen wir auch eine Aufpolsterung. So, es wird jetzt schon ein bisschen zäher, die Bearbeitung. Aber noch brauchen wir nicht zu beschleunigen. 0,4 mm. So, da ist der Zollstrich und der wird jetzt auch ein lineares Muster. Und zwar auch in X-Richtung, das ist so genau richtig. Und jetzt kommt auf die Länge an. So, das waren ja 8,75 Zoll. Aber das soll ja hier bei 8 Zoll landen. Das heißt, da haben wir, die Länge ist 8 mal 2,54 mm. Das müsste jetzt hier hinten irgendwo hinkommen. Das ist aber 8 mal 25,4. Kann das denn stimmen? Ja, das kann stimmen. So, 8 mal 25,4. So, da kommt der Strich hin. Und jetzt kommt die Unterteilung. Und zwar, das sind 8 Zoll plus 1 Zoll. Wir haben immer einen mehr. Also machen wir hier eine 9 hin. Und dann ein bisschen warten. Und jetzt kann man sich das hier angucken. 0 und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 8 Stück und dann kommt der nächste. Passt. So, dann haben wir die Zollskala auch. So, jetzt machen wir die Skala hier auf der Seite in Zoll und auf der Seite in Millimeter. Fangen wir erstmal mit der Zollskala an. Die fängt oben an. Bei den Brettern wenigstens. Und dann machen wir das genauso. Das heißt, da zeichnen wir jetzt hier wieder eine Zeichnung. Und zwar, das wird hier so ein Strich, so ein Rechteck. Und dann kommt da eine blaue Linie mitten rein. So, das wird symmetrisch. So, und dann, wo fängt das Ganze an? Also einmal, kriegt eine Länge von 4 mm. Eine Dicke von 0,5 mm. Und dann lassen wir das Ganze hier starten. Von hier aus gesehen, das sind ja die 285. 85 geteilt durch 2. Da fangen wir an. Und jetzt kommt noch das Maß hier. Das muss er hier starten. Das heißt, der zu dem Maß minus 110. So sieht das aus und dann können wir hier schließen, eine Aufpolsterung machen. Das sind 0,5 mm. 0,4 mm. Und jetzt wird das ja wieder diese Achtelzoll-Striche. Das heißt, die Länge ist hier 11 Zoll. Und dann gehen wir hierher, machen ein lineares Muster. Ja, wo haben wir das lineare Muster? Da ist es, lineares Muster. Und das muss ja jetzt umgekehrt laufen.
Und zwar, da geht einmal hier umgekehrte Richtung. Dann das Maß, das gibt 11 mal 25,4. Aber das ist die vertikale Skizzenachse. Und dann geht das bis da. Gut, dann, wie gesagt, 11 Zoll. Man könnte hier auch noch 11,125 Zoll machen, aber das machen wir jetzt nicht. So, das heißt, wir haben hier die 11, die müssen jetzt aufgeteilt werden. Und zwar, das sind 11. Dann gehen wir aber am besten über diese Funktion hier. 11 mal 8 plus 1. So, dann machen wir hier jetzt genauso die zölligen dran. So, nochmal eine Zeichnung. Und zwar, da können wir jetzt mit dem hier direkt starten. So, da kommt das Rechteck drauf. Vorher das blaue wegmachen. So. Das wird wieder hierzu symmetrisch. Kriegt eine Dicke von 0,5 mm. So, das Maß hier. Zu dem Maß, das sind die 285 durch 2. So, dann kriegt das eine Höhe von 2 mm. Und das Maß hier. Zudem, das werden minus 110. Minus 4, die 4 mm des einen Striches. Dann habe ich den Zollstrich auch da dran, den Ganzzollstrich, und dann machen wir da eine Aufpolsterung. (0,4 mm). So, dann haben wir den Ganzzollstrich dran und dann können wir den auch ein lineares Muster machen. So, der wird auch auf der vertikalen Skizzenachse in der umgekehrten Richtung, aber nicht bei 100 mm, sondern bei 11 mal 25,4.
Dann geht er genau bis da unten hin. Und dann können wir hier jetzt das auftauchen. Das sind 12, 11 Zoll plus den einen Strich, den es mehr gibt, und 12 Stück davon. So, dann haben wir hier die zellige Skala auch fertig. So, dann fehlt jetzt nur noch die Millimeter-Skala hier auf der Seite. Das heißt, da machen wir genauso eine neue Zeichnung rein. Einmal hier selektieren, neue Zeichnung. Und zwar, das kommt ja dann irgendwo hier hin. Da zeichnen wir ein Rechteck. Dahin. So, das kriegt dann auch den Mittelstrich hier rein. So, habe ich vergessen vorher blau umzustellen, also kann man es jetzt blau machen. Und dann wird das hier symmetrisch. Taste S. Und dann kriegt er die Länge von 4 mm, wie man es so bisher gewohnt ist. Und die Breite von 0,5 mm. So, jetzt haben wir wieder das Startmaß in dieser Richtung. Und zwar zu dem hier. Das sind 285 durch 2 mm. So, dann fangen wir da genauso an und dann kommt jetzt noch das Maß hier zum Mittelmaß. Und das sind die 110 mm. So. Da müssen wir ein bisschen anderes machen. Da haben wir ein bisschen breiter gemacht. Das haben wir rechnen. Das sind ja dann die 8,75 Zoll. Minus die 110. Und dann fängt es da auch wirklich genau in der Ecke an. So, dann können wir das jetzt erstmal aufpolstern. (0,4 mm). Und dann machen wir hiervon wieder ein lineares Muster. So, das haben wir hier und dann geht es in der umgekehrten Richtung. Auf der vertikalen Skizzenachse. Aber nicht mit dem Abstand von 100 mm, sondern von 285 mm. Und das heißt, da müssen wir hier 286 mal das multiplizieren. Da muss er jetzt ein bisschen Geduld haben.
Eigentlich habe ich hier getippt. 286. Und da haben wir die Millimeterstrichchen da drin. Er hat jetzt gemerkt, jetzt wird es wirklich zäh, die Bearbeitung. Das heißt, da muss jetzt hier noch der Zentimeterstrich rein. Aber erstmal warten. So, neue Zeichnung. Hier selektieren, neue Zeichnung. Und da haben wir wieder ein Rechteck. Und zwar das hier. Und dann den blauen Strich in die Mitte. Die beiden den und S drücken für die Symmetrie. Dann den Strich bemaßen. Das hier, das wird das Maß von 2 mm. Und das Maß hier, das wären die 0,5 mm. Und jetzt der einfachere Schritt, das ist die Bemaßung hier von diesem blauen, von der blauen Linie. Und zwar, das ist hierzu 285 durch 2. Das Maß hier zu dem mittleren Maß hier, das sind die Zoll, da haben wir die 8,75 mal 25,4 geteilt durch 2. Geteilt durch 2 plus 4. Gucken, ob das hinkommt. Nee, das ist nicht richtig. (8,75 mal 25,4). Ich glaube, da habe ich dann einen mehr gemacht. Das heißt, dann machen wir hier 8,75 plus 0,125 mal 25,4 durch 2. Mal gucken, das müsste jetzt eigentlich stimmen. So, wenn man gar nicht weiter weiß, dann kann man hier in den Sketch reinschauen. Was haben wir da für ein Maß genommen? So, da haben wir genommen 8,75 mal 100, mindestens die 110. Klar. Nicht durch 2. Okay, minus die 110 und dann die plus 4. Also gehen wir hier wieder rein. Wir schließen die Zeichnung, weltweites Warten. So, dann können wir hier weitermachen. Die Zeichnung mal kurz nochmal öffnen. Und zwar das Maß hier. Das sind ja dann die 8,75 mal 25,4 minus 110 plus 4.
So, jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Sieht aber gut aus. Jo, da haben wir den Strich dran. Dann machen wir hier weiter eine Aufpolsterung. 0,4 mm. So, und dann muss der jetzt auch noch hier zu Zentimetern gemacht werden. Das heißt, einmal selektieren, das lineare Muster, und zwar umgekehrte Richtung. Sieht man den Strich da, daran sieht man, hier muss noch auf vertikale Skizzenachse umgestellt werden. Da möchten wir aber nicht haben, sondern wir möchten den ja haben bei, das waren 285 bei 280. Genau, und 29 Mal. Das heißt, hier tippen wir ein die 280. Und dann kommt er dahin und dann wird hier eine 29. Ich tippe hier jetzt einfach eine 9 dahinter und weltweites Warten. So, dann habe ich die Einteilung dieses Brettes fertig und jetzt kommen noch kommt hier mitten rein jetzt ein Rechteck, das heißt eine neue Zeichnung. Ich möchte das aber hier draufsetzen, den selektieren, neue Zeichnung. So, dann machen wir da ein Rechteck rein, von da bis da. So, das machen wir auch symmetrisch. Aber ich mache es mal nicht symmetrisch. Ich mache es mal hier. So, das Maß hier. Das sind die das sind die minus 110 mm. Das Maß hier. Ach, Quatsch. Das Maß hier. Das sind die 8,75 mal 25,4 minus 110 mm. So, ich würde sagen, wir machen das jetzt so, dass wir hier das so rausstehen lassen ein bisschen, dass wir hier trotzdem schon eine Linie reinzeichnen können. Das heißt, das hier, da machen wir jetzt noch, das ist 4 mm. Machen wir 112 mm. Und hier auf der Seite, da packen wir auch noch 2 drauf. Plus 2. So, dann haben wir das Maß hier. Von dem Punkt, wir können jetzt hier umstellen, dass wir die Punkte auch alle sehen. Das Maß zu dem. Das sind die 285 durch 2 plus 2.
unten machen wir das genauso. Das heißt, das Maß zu dem, das sind die minus 285 durch 2 minus 2. Jo, so, da machen wir jetzt ein Rechteck. Das ist eine Aufpolsterung von dieser Zeichnung. Nicht 10, sondern da machen wir einfach mal 1,5 mm oder einen. Dann machen wir erstmal 1 mm. So, da haben wir jetzt unser Brett und jetzt müssen da noch diese senkrechten Linien rein. Das heißt, da selektieren wir das oben hier, erzeugen einen neuen Sketch. Da kommt ein Rechteck hier rein. So, das Maß in der Y-Achse ist eigentlich jetzt völlig egal. Wichtig ist, dass ich mache das wieder mit einer halbierenden. So, die brauchen wir nur hier so und dem Stück hier zu setzen. Das wird dazu symmetrisch. Kriegt ein Maß von so, jetzt müssen wir mal überlegen, 0,125 Zoll. Also ein Achtel, 1 durch 8, 0,125 mal 25,4, das ist 3,175, ist also der Abstand von dem zu dem Strich. Das heißt, wir haben ca. 3 mm Platz und dann werden wir da keinen 2 mm Strich reinmachen, aber 1,5 können wir den locker machen. 1,5 mm. So, dann der zu der Linie hier, das sind minus 110. Und können wir jetzt schneiden. Das heißt, wir gehen aus der Zeichnung raus und machen eine Tasche. So, die geht jetzt komplett durch, weil die ist 5 mm. Das ist viel zu dick, viel zu tief gebohrt, gefräst. So, und zwar das werden 1,5 minus 0,4, das ist die Strichstärke. Ich glaube 1,5 habe ich das hoch gemacht. Gucken wir gleich mal, ob es passt. Und wieder weltweites Warten. Ist ein bisschen zu tief. Hatte ich das echt nur einen Millimeter hoch gemacht. Gucken wir uns das mal an.
Das können wir uns hier mal gerade anschauen. Wie hatten wir das Pad gemacht hier? Das war 1 mm nur. Ja. Das heißt, dann darf die Pocket natürlich nicht 1,1 mm da reinfräsen, sondern nur 0,6. So soll das sein. Und dann können wir hiervon auch wieder ein lineares Muster machen. So, das sind die 100 mm hier, die sind natürlich falsch. Das wird 8,75 mal 25,4. Und einmal OK. So kann man hier schauen. Der hört da hinten schön auf. Das ist genau richtig. Und dann die Anzahl. Das gibt jetzt wieder eine Formel. Und zwar 8,8 mal 8 plus 7. Wie wir es vorhin auch bei den Strichen gemacht haben. Und okay. So, da haben wir das Brett fertig. Man könnte jetzt die zölligen Maße, aber auch die Millimeter, die Zentimeter und die Zoll, da könnte man Zahlen einfräsen lassen. Ich weiß aber nicht, ob das im Druck überhaupt vernünftig rauskommt, ob man das nicht vielleicht nachträglich mit Aufklebern löst, weil das besser lesbar ist. So, wenn ich da was mache, dann mache ich ein zusätzliches Video, wo ich dann die Zahlen hier noch einsetze. Das wird hier zu weit führen. Das hat hier schon lang genug gedauert und wir brauchen hier nur noch einmal OK zu drücken und wieder ein bisschen zu warten. So, da sind wir fertig mit dem Brett. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!